Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Tim hier und heute mit besten Dank an TF Robots und Fans Hobby selber Black Power Baser MB06A. Ist ein Pre-Production Sample, deswegen die Box leider nicht allzu groß, aber man sieht hier schon mal ein paar Grafiken, was sie gemacht haben. Man sieht schon so ein bisschen, was sie gemacht haben. Schwarz, Silber, ein bisschen lila, ein bisschen Chrom, nicht viel. Heute wird das ein relativ kurzes Ding. Ich will heute ein Vergleichsding machen. Die Transformation von dem Kollegen ist nämlich überhaupt nicht anders zum Original. Kurze Geschichte, das ist Fans Hobbys Variante eines Nucleon Quest Power Master Optimus Prime. Ich wusste nie viel darüber. Ich hatte natürlich das Original, das habt ihr in meinem Power Baser Review auch schon gesehen. Und ich musste den dann auch haben. Und die haben dann auch noch den Power Baser hierzu gemacht und ein bisschen was verändert. Ihr seht schon hier, die Stoßstange ist ein bisschen eingeklappt und wir haben auch voll artikulierte Hände. Das seht ihr alles gleich noch in der Top-Down-Ansicht. Wie gesagt, ich werde euch die Transformation nicht zeigen. Wir gehen nur durch die einzelnen Modes. Und ich zeige euch dann die Deko-Unterschiede und so, ne? Wie hier die verchromten Oberschenkel, Unterschiede beim Ginrai zum Original und ja, also der Original Nucleon Quest Power Master Optimus Prime war ja geschichtsmäßig so ein bisschen, dass die Energon-Reserven auf Cybertron aus waren und Haikyuu und Ginrai auf der Suche nach neuen Energiequellen waren. Und haben dann das Nucleon gefunden und ja, ich würde sagen, das hakt doch schon einigermaßen ab. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kleinen Cut, oder? Und dann gibt es eine Top-Down-Ansicht und dann arbeiten wir uns mal ein bisschen durch die unterschiedlichen Modi und natürlich, ich habe euch den auch in 360 gezeigt, ne? Habt ihr rechts gesehen. So, es ist Sonntag. Ich bin vielleicht heute ein bisschen tüdelig. Aber es macht das Ganze authentisch, oder? In dem Sinne, kurzen Cut, dann geht's weiter. Bis gleich. So, und da sind wir zurück. Haben wir die beiden Kollegen. Ich glaube, die Unterschiede sind sehr offensichtlich, richtig? Es gibt zwar Sachen, die sind überall gleich. Motorblock von Ginrai ist verchromt. Die Stoßstangen sind schön verchromt. Ein paar Fingerabdrücke drauf. Das ist natürlich immer sehr catchy. Großer Unterschied natürlich, wir haben hier grau-silberne, oder nennen wir es mal eher so Gunmetal Oberschenkel und beim Black Power Baser verchromte, leicht gebürst verchromte, ähnlich wie die Stoßstange und den Motorblock. Und dann natürlich was original blaues, ist schwarz. Hier haben wir MB06, hier haben wir ein bisschen, nennen wir es mal cybertronisch, hier haben wir nur Silberstreifen, hier haben wir komplett Purple, finde ich sehr toll, ist eine schöne Farbe, funktioniert klasse. Das alles weiß, hier haben wir ein bisschen silberne Details, hier haben wir vorher rote Tempos gehabt. Immer statt schwarz haben wir lila, sehr durchstechendes Detail natürlich, die blauen Fenster vorher, jetzt schön rote transluzente Fenster, ich finde die sehen echt Bombe aus, richtig toll. Das Headscarp ist dasselbe, bloß einfach schwarz zu blau. Ein paar Details hier hinten sind original silber und hier sind die schwarz. Ich glaube, das müsstet ihr sogar halbwegs sehen. Ich kann das ja mal eben einmal so für euch. Ne? Die Fußgelenke hier Anthrazit und Silber. Und hier vollkommen eingeschwärzt. Transformation, wie gesagt, echt original dasselbe. Ich glaube sogar, nee, die Waffen sind ein bisschen heller beim Original Power Baser und hier schwarz und die Blaster haben hier statt rot haben sie orange, nicht orange, lila drin. Und das hier ist tatsächlich gleich geblieben. Das finde ich eigentlich sehr schön, haben sie cool gemacht. Ich glaube, die Artikulation hat sich etwas geändert. Ich bin der Meinung gehört zu haben, dass das Original, nee, ist dasselbe. Das ist immer noch dasselbe Ratchet. Ja, immer noch genau dasselbe Ratchet, das hat sich nicht geändert. Und ansonsten hat sich auch nichts geändert. Das ist immer noch, die Arme sind 360, schöner tiefer Band an den Armen. Was aber das Wichtigste ist, während das hier noch gerade ist,
die Stoßstange. Und wir können hier ziemlich weit reingucken. Hat das der Black Power Baser hier ein bisschen kollabiert. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Mache ich mal eben mit euch zusammen. Das ist die Originalkonstellation und jetzt kann man halt den einfach rausziehen und ein Stück nach vorne klappen. Funktioniert gut, schließt das Ganze hier ein bisschen ab. Finde ich schönere. Vorher war die Lücke über 1 cm, es ist jetzt nicht mal mehr irgendwie 3 oder 4 mm. Echt schön, finde ich top. Ist wirklich toll. Und auch ein Detail, was ich euch rechts zeige, das wird jetzt gleich über Powerbaser liegen. Das sind die neuen Hände. Die sind voll artikuliert. Die sind wirklich toll. Da hat Fans Hobby wirklich eine hingezaubert, muss ich mal sagen. Wir haben hier schönen Daumen auf dem Balljoint und einen extra Pin an einem mittleren Joint. Die ganzen Finger sind an einem Base-Pin und haben jeweils noch einen einzelnen Pin an dem unteren und mittleren Fingerknochen, was das Ganze sehr realistische Möglichkeiten gibt zu posen. Zum Beispiel eine sehr realistische Faust oder halt so ein bisschen posierend. Ich finde, das klappt sehr gut. Schöne Hand. Befestigungssystem für die Waffe ist nach wie vor dieselbe. Wir haben hier diese Rail hier drin, diese leichte Schiene. Und da sliden wir den rein. Dann können wir die Finger ein bisschen rumwickeln und mit dem Zeigefinger so tun, als wenn da ein Abzug wäre. Wickeln den Daumen rum. Und dann sieht das Ganze sehr realistisch und schick aus. Kann man nicht meckern. So, zweiter Cut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Ginrai und dem kleineren Optimus Prime Robot über. Oder? So, Nummer 2. Hier haben wir jetzt den normal kolorierten, kleineren Prime. Ich tendiere dazu, den Ginrai zu nennen. Das ist für mich Ginrai und das ist für mich Haikyuu eigentlich. Beziehungsweise das ist ja eigentlich Ginrai. Das ist, ja, also, ne, Super Ginrai ist der Power Master und das ist aber trotzdem Ginrai mit dem zusammen. Lasse ich mal einfach so stehen, ist ein bisschen schwer. Jedenfalls vergleichsweise, wir sehen schon wieder jede Menge Unterschiede. Ne? Wir haben hier zwar immer noch die Gunmetal Details, hier drinnen haben wir tatsächlich aber schwarz und hier haben wir Gunmetal, Großteil schwarz, sehr interessant. Die Tempos sind hier jetzt weg. Das Gelbe ist jetzt Purple, also Purpur. Die sind tatsächlich noch dieselben Tempos wie vorher. Ich mag, was sie mit dem Hüftbereich gemacht haben. Schwarz und darauf auch dann Purpur und im Gegensatz vorher zu Weiß und Gelb immer noch das Chrom. Wir haben immer noch blau gefärbte transluzente Fenster, allerdings dunkel im Gegensatz zum Hell vorher. Finde ich sehr schön und auch noch Silber zu Purpur auf den Arm. Und das Headsculpt ist nach wie vor dasselbe, da hat sich nichts verändert. Und die Rückseite, ja, wirkt irgendwie durch das Schwarz ein bisschen weniger aufgebrochen, ne? Muss man sagen. Finde ich eigentlich ganz schön. Haben sie cool hingekriegt. Ich glaube sonst, oh ja, hier haben wir noch, genau, hier haben sie noch ein paar andere Details angebracht. Alles durchweg blau und hier haben wir noch ein paar Purpur Details. Und die Tempos hier haben sich auch noch geändert. Ja. So, das wäre es von den beiden. Dann haben wir natürlich auch noch den Ginrai, den kleinen Haikyuu, nicht zu vergessen. Die Packs sind ziemlich stiff, ist aber nicht schlecht. Das ist einmal der und als Vergleich das Original für euch. Könnt ihr noch mal besser sehen. Ist halt auch sehr schwarz, komplett durchgezogen, finde ich gut. Silberne Füße im Gegensatz zu schwarz vorher. Silberne Packs an den Knien. Ja, alles was rot ist eigentlich weg, ne? Dann sehen die Unterschiede. Rote Augen. Ich finde, das ist schick.
Haben sie gut hingekriegt. Mag ich wirklich sehr. Und der nächste Cut gibt er in den Bass Mode. Bis gleich. So, beim letzten Mal habe ich euch die beiden oder den Bass Mode vorenthalten. Das wollte ich diesmal halt in Anführungsstrichen so ein bisschen gut machen. Sehen schon, die Waffen sind immer noch aufzusplitten. Für die Front hier, lila da, rot hier. Der Kopf wird hier drinnen versenkt. Und wir haben auch immer noch, wenn ich euch das mal eben zeigen, da immer noch sehr cool die Möglichkeit mit dem kleinen Pack hier den zu drehen und dann da reinzusetzen. Und wir können auch den kleinen Hi-Q wie damals quasi hier reinsetzen. Das sitzt nicht so gut wie damals, wo wir richtig kleine, seht ihr, richtig kleine Packs hatten, um das zu befestigen, aber mit ein bisschen Tüdeln kann man das schon machen. Muss man ein bisschen festhalten, weil der Spagat hierbei nicht so hundertprozentig geht, aber grundsätzlich funktioniert das schon. Und das Einpacken mit den Dingern hier in die Vertiefung hier funktioniert eigentlich sehr gut. Also ich bin kein Fan von dem Mode, der sieht nicht so richtig toll aus wie damals, aber es klappt auf jeden Fall. So, letzter Teil der Truck Mode, wa? Bis gleich. So, und dann hier auch Seite an Seite für euch die beiden Truck Modi. Ich finde, das ist sehr schön, was sie hier im Trailer gemacht haben. Mit dem silbernen Streifen, aber stattdessen, anstatt des Blaus hier, das Purpur, was sich da durchzieht, das sieht sehr cool aus. Anbringung der Waffen, immer noch dasselbe. An den Seiten, oben kann das auch immer noch anwinkeln, so ein bisschen. Hier auch. Immer noch sichere Transformation, hält alles super zusammen. Auch immer noch dieselben leicht nervigen Sachen, wo man ein bisschen hin und her drehen muss, das Einpacken und die Position vom Powermaster Kopf ist auch immer noch so ein bisschen, aber das sind meine Dinger. Vielleicht seht ihr das nicht alle so, aber das sind jedenfalls die beiden Truck Modi Seite bei Seite, wobei ich kann noch mal eben kurz einmal so für euch. Auch sehr schön mit den roten Fenstern. Sieht sehr gut aus. Mag ich. Mag ich sehr. So. Kurzer Cut. Und dann zum Schlusswort, oder? So, da hat man einiges abgefrühstückt, oder? Ich muss sagen, der sieht schon sehr cool aus. Ich finde, da hat Fans Hobby wieder was Cooles rausgehauen. Ist nichts für meine Sammlung. Ich werde mir den nicht holen. Aber wer, ich sag mal, das Set komplettieren will für die Powermaster, wer weiß, was Fans Hobby da noch macht, da ist das genau das Richtige für. Und die Deko ist absolut gelungen, sieht spitze aus. Immer noch die schönen Die-Cast Smokestacks hier am Truck. Das transluzente Rot kommt super. Da kann man absolut nicht meckern. Also das ist nach wie vor die tolle Fans-Hobby-Qualität. Das Ding ist echt wuchtig, das hat einiges an Gewicht. Ist absolut spitze und Toleranzen funktionieren alle gut. Sitzt alles vernünftig drinne, sieht toll aus. Schöne Masterpiece-Variante von dem Powermaster. Nucleon Quest, Optimus Prime, passend dazu. Aber ja, das wäre der Vergleich von den zwei. Wie gesagt, nochmal besten Dank an T of Robots für den Kontakt und auch Fans Hobby selber. Das ist eine tolle Firma, ich stehe mittlerweile in halbwegs regelmäßigen Kontakt mit dem. Die sind wirklich nett. Die mochten meine Reviews, von daher, man freut sich, wenn man sowas hört. In dem Sinne, ich nehme das Ganze an einem Sonntag auf, lasst mich mal überlegen, editieren. Es geht auf jeden Fall die Tage hoch. Seht ihr ja dann, wenn es soweit war. Richtig? In dem Sinne, erstmal eine schöne Woche und beim nächsten Mal gibt es dann Storm Collectibles Ermac. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, bis die Tage haut rein. Nicht vergessen, abonnieren, liken, kommentieren. @Figure Photography Crate und figure.photography.crate @web.de für Mails. Ich vergesse die Scheiße fast. Aber muss ja auch nicht immer sein, oder? Ihr wisst ja, wo es geht. Haut rein.